Hallo, in diesem Video möchte ich eine Blechkassette in Kombination mit der Elementverlegung mittels HCM parametrisieren und möchte auch dabei Verschraubungen einbauen, damit man sieht, wie man dies mit HCM auch ganz einfach lösen kann. So, das heißt, ich beginne einfach mal, dass ich meine Ebenen weglösche, die brauche ich jetzt ja nicht. Ich starte mit einer neuen Baugruppe. Die soll jetzt einfach mal Kassette heißen und diese benötigt keinen Baugruppenpunkt. So, wenn ich das abspeichere, dann soll natürlich die KRA zum Schluss auch denselben Namen haben und nicht diesen Teilenamen. Deswegen kopiere ich diesen Wert hier einfach noch dazu rein. Weiters muss diese Kassette ein Feature haben, das heißt, ich schalte dieses Feature ein. Dies ist eine Neuerung in Service Pack 2, das heißt, ich habe das hier eingeschalten und kann dazu schon mein erstes Blech erzeugen. Dies setze ich hier einfach mal auf den absoluten Nullpunkt und kann dieses Blech hier einfach mal in die Kassette reinziehen. So, für die Elementfassade sind zwei Variablen wichtig. Das ist einmal die Länge mit IH und die Breite für IL, Length High. So, das heißt, die muss ich natürlich hier vergeben. Also die Breite IL, gehe hier einfach her, sage I_L und dies soll 1 Meter sein und I_H soll auch soll auch 1 Meter sein. So, damit habe ich schon meine ersten Variablen gesetzt und weil ich diese zwei Variablen natürlich übergeordnet auch verwenden möchte, schneide ich diese aus und füge die in der Blechkassette, also in der Kassette ein. So, als nächstes erzeuge ich meine Laschen, wo ich einfach hier nach der Reihe meine Laschen erzeuge. Erzeuge auch noch meine Eckbearbeitung, das heißt, ich möchte es auf der linken und rechten Seite verschliffen oder sauber haben, das heißt, für die Befehle so aus, das heißt, die soll ausgezogen werden und die soll angeschlossen werden. Dies mache ich natürlich auf allen 4 Seiten. So. Ich könnte hier noch eine weitere Lasche hinzufügen, damit es ein bisschen ordentlicher aussieht und eher nach einer Blechkassette aussieht und kann jetzt zum Beispiel mit meinen Variablen beginnen. So, als erstes möchte ich steuern, ob die linke oder die rechte Lasche erzeugt werden kann oder soll. Dazu gehe ich auf die Kassette, sage rechte Maustaste, neue Variable hinzufügen und habe hier schon mal meine Variable, das heißt Lasche links erzeugen. Ich möchte natürlich hier sprechende Namen erzeugen. Wenn man parametrisiert, hält man diese Variable natürlich sehr kurz. Für mich ist aber wichtig, dass die Leute das verstehen. Deswegen schreibe ich diese Variablen jetzt aus, um das leichter zu verstehen, wann ich welche Variable verwende. So, das heißt übernehmen und mache dieselbe Variable einfach nochmal auch für rechts. Gebe das Kommentar auch an, rechts, damit ich dann späterhin auch noch weiß, was ich gemacht habe. So, diese Änderungen möchte ich übernehmen und jetzt vergebe ich diese Werte den Bedingungen. Das heißt, ich möchte hier diesen Namen umbenennen, das heißt, ich will ihn in die Zwischenablage kopieren und sage hier bei der Bedingung, dies soll erzeugt werden, wenn diese Variable auf 1 steht. Dasselbe möchte ich hier bei der rechten machen. So, ist gleich 1, wenn da rechts steht. So, jetzt könnte ich das schon einfach mal probieren und einfach die Werte auf 0 stellen. Dann sehe ich, okay, die linke und die rechte Variable oder Lasche ist nicht mehr vorhanden. Dies stelle ich jetzt wieder auf 1, weil ich möchte ja hier dann noch weiter
weiterarbeiten. Könnte natürlich die Laschenlängen von allen Laschen auch variabel gestalten, aber für mich ist es wichtig, dass ich hier einen Winkel reinbekomme, Bohrungen reinbekomme, Schrauben reinbekomme und wie ich dies dann weiter noch machen kann. So, dazu habe ich hier meine erste Variable. Für die Elementverlegung ist auch noch wichtig, dass ich ein Einbaukoordinatensystem habe. Dies kann ich hier unter Konstruktion erzeugen, Einbaukoordinatensystem definieren und dies ist jetzt der absolute Nullpunkt, also absolut 0, 0, einen Punkt auf der x-Achse, also 10, 0, 0 und einen Punkt auf der y-Achse. So, somit habe ich hier auch mein Einbaukoordinatensystem definiert, was ja die Elementverlegung benötigt. So, jetzt könnte ich diese Variante bereits abspeichern, was ich jetzt auch schon machen werde. Das heißt, ich gehe hier unter Bauwesen, sage diese Variante speichern für die Elementverlegung. Jetzt wurde mir der Dialog gestartet. Ich wähle aus, in welche Tabelle möchte ich es haben, also Blechkassetten, wie soll der Name sein und ich möchte den Katalog-Editor starten. So, jetzt wurde mir der GUI-Editor gestartet und hier die Variante, da kann ich ja nicht irgendeinen x-beliebigen Wert auswählen, deswegen nehme ich hier auch eine Combo-Box und kann diese Werte einfach hier per Drag und Drop in den Dialog ziehen und kann hier dann auch Werte definieren. Das heißt, ich kann hier sagen, ich möchte jetzt im ersten Schritt 2 Stadien haben, sage ich erzeugen, wenn 1 und nicht erzeugen bei 0. Dasselbe mache ich hier auch nochmal. Erzeugen bei 1 und nicht erzeugen bei 0. So, diese Oberfläche speichere ich mir ab und schließe den Editor wieder. So, jetzt möchte ich natürlich diese Variante auch gleich mal testen. Das heißt, ich lege mir hier eine Skizze rein, mache eine beliebige Größe und starte die Elementverlegung. So, das heißt, unter Blechkassette, Kassette hat man hier diese Oberfläche bereits, die wir jetzt erzeugt haben und habe hier meine Kassette. Diese kann ich jetzt schon beliebig steuern. Sagen, nicht erzeugen. Und man sieht, ich habe dies jetzt auch schon hier. So, es ist natürlich auch immer schön, wenn ich hier eine Vorschau sehe. Das heißt, dies kann ich im CAD-Editor mir auch definieren. Indem ich hier diese KRA auch in dieses Feld rein kopiere. So, den CAD-Editor kann ich jetzt wieder schließen, kann hier auf die Elementverlegung gehen, rechte Maustaste und kann sagen, die soll mir neu erzeugt werden. Und jetzt hat es hier mir dies noch nicht übernommen. Das heißt, es kann natürlich sein, dass ich die Variante nochmal neu abspeichern muss. Ich versuche einfach mal das nochmal. Ansonsten kann es natürlich sein, dass ich hier dass ich HiCAD neu starten muss. Neu erzeugen. So. Das heißt, ich müsste hier einfach die Variante oder HiCAD einfach neu starten, damit die Vorschau auch funktioniert. Was ich persönlich aber für sehr hilfreich empfinde. Ich schaue nur nochmal nach, ob ich das richtig abgespeichert habe. Das heißt Blechkassetten. Okay. So, speichern. Neu erzeugen. Und jetzt versuche ich das Ganze nochmal.
Okay, ich müsste hier Helcat neu starten, aber das ist mir jetzt egal. So, ich gehe jetzt weiter zu den weiteren Blechen. Das heißt, ich möchte hier wieder ins Weltkoordinatensystem und füge mir hier einfach mal zwei Bleche ein. Die gehören natürlich auch zur Kassette, sollen eine Breite, in diesem Fall sage ich einfach mal von 40 haben. Die Höhe soll jetzt einfach dieselbe Höhe sein wie hier, also IH, ich sage jetzt einfach minus 10. Das heißt einfach Doppelklick auf das Maß, I'(H) minus 10. Und somit habe ich dies hier schon vorhanden. Und ich sage hier einfach noch, dieser Winkel soll nur dann erzeugt werden, wenn auch die Lasche da ist. Das heißt, ich nehme diese Variable und sage hier bei der Bedingung ist gleich 1. Da ich dieses Blech natürlich auf der zweiten Seite auch gleich haben möchte, kopiere ich mir dieses Blech einfach mal und ändere hier einfach nur die Variable von rechts auf links. So, ich möchte hier noch Laschen hinzufügen, das heißt, ich wähle hier eine Lasche und hier eine Lasche. Und jetzt möchte ich diese zwei Bleche auch noch richtig positionieren. Ich habe es mir so angewöhnt, dass ich hier einfach dieses Blech vorher mal in die richtige Lage ungefähr bringe. Dann brauche ich hier mit Minus und Plus auch nicht herumprobieren. So, dazu gehe ich jetzt auf die Kassette und beginne mit dem HCM. Damit meine Blechkassette nicht verrutscht, fixiere ich diese Blechkassette einfach mal. Und somit wurde auch meine erste Bedingung gesetzt, was ich hier im Bereich HCM auch ganz einfach sehe. Standardmäßig ist hier das so eingestellt, dass ich hier einfach alle in einer Reihe sehe oder nach der Reihe einfach sehe. Und ich kann hier das umschalten, dann kann ich sehen, okay, dieses erste Blech ist voll definiert, diese zwei Bleche sind noch frei. So, jetzt sage ich im ersten Schritt die Gleichlage und sage hier, dass diese Fläche mit der hinteren Fläche, das heißt, ich brauche nur auf die Fläche gehen, die Alt-Taste drücken, dann wird mir die obere Fläche ausgeblendet, mit dieser Fläche mit der Gleichlage sein soll. So, mittlere Maustaste übernehmen. Dasselbe mache ich hier auch noch, das heißt, diese Fläche mit der Alt-Taste wieder die Fläche ausblenden, soll auf diese Fläche kommen. So, das heißt, ich habe hier die ersten Flächen definiert. Kann natürlich hier mittels Draggen die jetzt auch noch beliebig abändern anhand der Freiheitsgrade. Kann hier natürlich sagen, okay, diese Fläche soll zu dieser Fläche einen Wert haben. Der soll jetzt in diesem Fall einfach mal 2 mm haben. So, und dasselbe hier auch nochmal. So, soll auch 2 mm haben. So. So, der entscheidende Abstand ist natürlich der linke und rechte Abstand, weil der soll ja parametrisch sein. Das heißt, ich sage hier einfach mal, das ist mein Abstand Winkel rechts. Habe den in die Zwischenablage kopiert. Mit Übernehmen fragt er mich ab, wie viel der Wert sein soll. Ich sage einfach mal 150. Mittlere Maustaste übernehmen. Und dasselbe mache ich hier auch nochmal. So und so. Und hier sage ich anstatt rechts einfach wieder links. Und habe hier meine Werte erzeugt. So. Erzeugen war natürlich die falsche Variable. Das heißt,
Abstand Winkel links und die soll einen anderen Wert haben, damit man es natürlich schöner sieht. So, das heißt, ich habe hier diese Kassette weiter aufgebaut, kann jederzeit dies wieder abspeichern, sagen, okay, soll mir hier abgespeichert werden und kann hier zum Beispiel diese zwei Variablen auch hier reinziehen. Man sieht hier, ich habe hier keine Kommentare vergeben und kann hier sagen, zum Beispiel Abstand Winkel links und hier dann Abstand Winkel rechts. Speichere diesen Dialog ab, schließe den und kann hier auf die Elementverlegung gehen und kann sagen, der soll mir hier neu erzeugt werden. Und wenn ich jetzt schon mal nachschaue, dann sehe ich, dass diese zwei Winkel schon vorhanden sind, welche ich dann auch beliebig abändern kann, zum Beispiel. So, der nächste Schritt ist jetzt der entscheidende, und zwar geht es jetzt um die Normteile. Dazu erzeuge ich mir als erstes einfach mal ein Langloch, das ich hier einfach mal reinbaue oder erzeuge. Dies soll aufgeteilt werden von hier nach hier und soll einfach mal in der Mitte liegen. So. Diese Variablen oder dieses Langloch möchte ich jetzt auch noch parametrisieren. Das heißt, Bohrung RA für Randabstand soll 50 sein und Bohrung Max soll 250 sein. So, jetzt habe ich diese zwei Variablen an dem Teil, wo ich jetzt die aber auch zentral verwalten will. Das heißt, ich füge die jetzt einfach mal übergeordnet ein, weil ich will die ja auch bei der Normbearbeitung und alles Mögliche weiter haben. So, und jetzt komme ich auch zu den Schrauben. So, ich hole mir im Prinzip jetzt meine Schweißbolzen rein. Schweißbolzen, suche mir einfach eine Norm aus, welche ich jetzt einfach mal haben will. Sage, die sollen auch aufgeteilt werden, von hier nach hier und einfach mal in der Mitte. Diese wurden jetzt ganz normal eingebaut und dies ist jetzt aber für die Parametrisierung einfach zu wenig. Das heißt, ich muss jetzt einfach mal als erstes mein Feature einschalten und jetzt müssen alle Punkte, die ich jetzt manuell vergeben habe, die dürfen in diesem Fall einfach nicht global sein. Dasselbe ist auch für die Bearbeitungsebene. Das heißt, die Bearbeitungsebene muss den Ursprung auf dem Winkel haben, damit er, egal wo er liegt, immer richtig liegt und positioniert wird. So. Und dasselbe muss natürlich hier sein. So. Und dasselbe gilt auch für die Einfügepunkte. Das heißt, die Punkte dürfen nicht global sein, was am Anfang ja passiert ist. So. Und der dritte Punkt ist einfach der wichtigste, das ist die Länge. So, dann möchte ich natürlich, dass die Abstände und das auch gleich ist. Das heißt, ich habe einen Abstand Bohrung RA. Jetzt nimmt er mir natürlich diesen Wert her und den maximalen Abstand Bohrung Max. So, das heißt, die Aufteilung ist jetzt grundsätzlich mal richtig. Dies kann ich ganz einfach mal kontrollieren, dass ich sage zum Beispiel, ich muss ganz ehrlich sagen, ich verwechsel selbst auch immer die Höhe und die Breite. Aber ich habe die Länge jetzt geändert
und ich habe hier die Fremdbezüge nicht aktiviert. Das heißt, die habe ich jetzt noch eingeschalten und berechne das einfach nochmal neu. Neu berechnen. So. Es muss zumindest die Aufteilung passen. Die Lage passt jetzt derzeit einfach noch nicht, weil das möchte ich jetzt mit HCM noch definieren. So, ich muss jetzt aber im Hintergrund haben, ich möchte ja diese Bolzen in Zukunft auch weiter austauschen. Das heißt, ich möchte andere Bolzen haben, alles Mögliche, deswegen darf ich mich jetzt nicht auf irgendeine Geometrie dieses Bolzens beziehen. So, wie mache ich das? Das heißt, ich starte einfach mal die Gleichlage und wenn ich auf den Bolzen gehe, mit der rechten Maustaste kann ich sagen, das Koordinatensystem einblenden. Und jetzt kann ich sagen, zum Beispiel, ich möchte, diese Fläche soll mit dieser Fläche bündig sein. Das heißt, jetzt liegt mir dieser Bolzen schon auf. Dann als nächstes mittlere Maustaste, dass diese Variante übernommen wird. Dann sage ich, diese Fläche soll mit dieser Achse immer gleich bleiben. Mittlere Maustaste und dies wurde auch übernommen. Und im letzten Schritt möchte ich, dass diese Achse immer in der Mitte von diesem Langloch ist. So, jetzt habe ich natürlich diesen zweiten Punkt falsch gewählt. Das ist mir während dem Klicken aufgefallen. So, das heißt, ich habe natürlich unter HCM diese Normteilgruppe mit dieser letzten Gleichlage. Habe ich eine Punktoption, wo ich diese zwei Punkte falsch definiert habe. Das heißt, ich wähle hier einfach das wieder an und sage, dieser Punkt soll in der Mitte zwischen diesen und diesem Punkt sein. So, somit habe ich das jetzt auch wieder richtig gestellt und dies funktioniert mir jetzt auch immer wieder. Kann natürlich jetzt auch bei der Normteilgruppe weiters die Feature, die Bedingungen sagen. Das heißt, im Prinzip möchte ich jetzt einfach nur sagen, wenn diese Bedingung soll gleich bei der Normteilgruppe sein. Das heißt, wenn der Winkel nicht da ist, soll natürlich die Normteilgruppe auch nicht da sein. So. Das heißt, ich gehe wieder auf die Kassette, nehme hier den Speichern-Befehl, sage hier OK, wird mir abgespeichert. Hier kann ich natürlich meine zwei Variablen, die ich jetzt noch nicht im Dilog hatte, erzeugen. Das heißt, maximaler Abstand und Randabstand. Ich speichere das wieder ab, schließe das und habe das wieder definiert. So, jetzt kann ich wieder auf die Elementverlegung gehen. Wieder mit der rechten Maustaste kann ich diese neu erzeugen und sehe auch sofort, dass ich hier diese Bolzen auch in dieser Variante drinnen habe. Und dies kann ich natürlich auch jederzeit wieder auch abändern. Das heißt, ich kann jetzt sagen, dass der Abstand des Winkels rechts auf, keine Ahnung, warum auch immer, 500 sein soll. Und es hat mir natürlich alles mitgezogen. Oder dass dieser rechte Winkel, Lasche rechts, nicht erzeugt werden soll, dass dieser gar nicht erzeugt werden soll. Das heißt, man sieht hier sofort, dass die Teile dann auch nicht eingebaut werden. Ich sehe gerade, ich habe hier einen Gedankenfehler bei dieser Lasche, aber das ist ein reiner Gedankenfehler von mir. Aber im Prinzip müsste ich hier nur die Variablen umbauen und somit hätte ich hier dies ganz einfach geändert.